Zahnblätter. Nein, nein! Wie viele Zähne braucht so ein Blatt eigentlich? Und was bestimmt eigentlich, wie viele Zähne du brauchst? Hallo Werkzeugfans, willkommen beim Zahnwinkel-Keil-Span-Winkelraum-Video. Sheesh. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian, das sind Sägeblätter, also willkommen zur Sägeblattkunde. Und wenn du dich schon immer gefragt hast, was ist eigentlich der Unterschied zwischen diesen ganzen Sägeblättern und was ist denn der Unterschied zwischen den verschiedenen Zähnen, den Zahnformen, dem Zahnzwischenraum, der Anzahl an Zähnen, auch dem Stammblatt, ja, all das unterscheidet sich und all das musst du eigentlich wissen, um das richtige Blatt zu kaufen und vor allem, um das richtige Blatt für die richtige Anwendung zu benutzen. Mein Ziel ist es heute, wenn du dieses Video geschaut hast, dass du hinterher alles Wissen hast, um immer das richtige Blatt für die richtige Anwendung zu benutzen. Und natürlich, es gibt wieder etwas zu gewinnen, und zwar einen riesigen Stapel Sägeblätter. Nein, es gibt einen Gutschein, und zwar einen 200 € Einkaufsgutschein. Und alles, was du dazu machen musst, einfach unten in die Kommentare zu schreiben, was ist denn deine Erfahrung mit den verschiedenen Sägeblättern? Welche Sägeblätter bevorzugst du eigentlich? Und bist du so ein Universal-Sägeblatt-Typ oder ein Spezial-Sägeblatt-Typ? Okay, fangen wir mal an. Und es gibt echt eine Menge zu erklären und eine Menge zu wissen über das Thema Sägeblätter. Erst einmal fangen wir mal beim Wichtigsten an, beim Thema Qualität. Es gibt eigentlich im Wesentlichen zwei verschiedene Sägeblattarten. Und es gibt sowas wie das hier, so ein Standard, ich weiß gar nicht, ob sowas noch verkauft wird. Ich glaube, vereinzelt gibt es sowas immer noch. Und zwar solche Sägeblätter, die einfach nur gepresst werden. Die werden gepresst und verschränkt. Das heißt, ihr habt hier einfach nur ein Stück Metall. Da wird eine Form draufgelegt, wird durchgepresst, ja, und dann fällt hier so ein Sägeblatt raus. Und dann werden die einzelnen Zähne nur noch von nach rechts und links verschränkt und dann heißt es Yippie-yo und los geht's. Diese Sägeblätter kannst du nicht nachschärfen und solltest du auf keinen Fall benutzen, auf keinen Fall kaufen. Wenn du es irgendwo auf irgendeiner Maschine drauf hast, dann benutzt es so lange, bis es hin ist und dann kauf dir was Ordentliches. Weil mit so einem Blatt wirst du wirklich niemals so ein gutes Ergebnis hinbekommen wie mit anderen Blättern. Das ist erstmal das eine. Und dann hast du die andere Art, nämlich ein klassisches Blatt, so wie das hier oder jedes andere, wo du ein normales Material in der Mitte hast. Hier drin hast du im Stammblatt und hier außen hast du angelötete Hartmetallzähne. Ja, das ist der Unterschied, nämlich das hier sind eigentlich zwei Komponenten. Das Stammblatt, was du hier hast und jeder einzelne Zahn, der hier drauf ist. Und hier in dem Fall sind das 60 Zähne. Jeder einzelne Zahn ist hier nochmal draufgelötet, also angebracht hier. Das macht solche Blätter natürlich um einiges kostspieliger im Vergleich zu solchen günstigen Blättern, aber sie halten wesentlich länger, also man spricht von einer höheren Standzeit. Falls du dich für das Thema Sägeblätter interessierst, ja, schau mal unten die Videobeschreibung, da findest du jede Menge Sägeblätter, eine riesige Auswahl für verschiedene Geräte und verschiedene Werkstoffe. Einfach mal unten reinschauen im ehrlichen Preisvergleich. Fangen wir erstmal hier in der Mitte an und zwar beim Stammblatt. Ja, da das Ganze hier, wie ich eben sagte, aus zwei Komponenten besteht, dem Stammblatt und den Zähnen, haben wir hier beim Stammblatt ja auch schon etwas sehr Wichtiges. Und zwar, das ist erstmal der Grundkörper. Ja. Den gibt es übrigens in lackiert und nicht lackiert. Das kann auch Vor- und Nachteile haben, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Hier ist es ja so, wir haben ein sehr dünnes Stammblatt. Denn es gibt hier Stammblätter, die sind für Akkugeräte geeignet und es gibt Stammblätter, die sind für normale Geräte geeignet. Was ist eigentlich der Vor- und Nachteil von einem dünnen Stammblatt? Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Erst einmal auf dem Stammblatt hier sind die Zähne aufgebracht, also auf diesen kleinen Erhöhungen. Der Zahn ist eigentlich wirklich nur dieses kleine Stück Metall. Das andere, was du hier oben siehst, hier, was du jetzt hier siehst, also der Zahn ist nicht unbedingt all das hier, also für mich zumindest, sondern eigentlich nur dieses kleine Teil, also dieses ganz kleine Teil hier oben. So, und jetzt ist es so, das Stammblatt ist meinetwegen 2 mm und die Zähne gehen noch etwas darüber hinaus und die bestimmen die Dicke des Gesamtschnittes. Und jetzt ist es so, das ist natürlich übrigens ganz wichtig, ja, die Zähne müssen breiter sein, sonst würde das Blatt ja die ganze Zeit am Holz reiben und würde einen sehr hohen Widerstand geben und so weiter und so fort. So, jetzt ist die Frage, warum macht man nicht immer das Stammblatt immer gleich stark? Das ist ganz einfach, je dicker ein Blatt ist, umso höher ist natürlich auch die Kraft, die man braucht, um es anzutreiben, um es zu bewegen und um es durchs Holz durchflügen zu lassen. Ja? Deswegen gibt es verschiedene Stärken. Zum Beispiel das hier, man hört das.
man hört das auch so ein bisschen, das hier ist ein Akkusägeblatt. Das hat eine Stärke, hat eine Breite, eine Schnittbreite von 1,5 mm und das Stammblatt hier so, da hört man es ganz gut. Oh, hört man immer noch. Oh. Wir haben hier eine Stammblattstärke von 1 mm. Nochmal, 1 mm. Das ist ein Akkublatt. Und jetzt haben wir nochmal dasselbe Blatt hier neben. Das hier ist für eine herkömmliche Handkreissäge. Nochmal hier. Das hört man wirklich. Und hier haben wir eine Stärke von 2,6 mm, also eine Schnittbreite von 2,6 mm und eine Stammblattstärke von 1,6, also kurz vor 2 mm. Und das ist wirklich ein viel massiveres Blatt. Und jetzt fragst du dich, warum nehmen wir nicht immer was Dünnes oder was Dickes? Ganz einfach. Akkublätter sind wesentlich, ich sag mal, intensiver von der Herstellung oder muss viel mehr bedacht werden, weil je dünner das Blatt wird, umso eher neigt es natürlich auch dazu, sich zu verformen. Ja? Das heißt, wenn du nehmen wir an, wir jetzt ein Blatt machen mit 0,5 mm, kannst du schon überlegen, naja, das wird nicht mehr so wirklich, weiß ich nicht, das wird nicht mehr wirklich funktionieren. Ja? Aber das wird sehr schnell schwingen und natürlich durch die thermische Belastung durchaus auch dazu neigen, sich zu verformen. Wohingegen, je dicker ein Blatt wird, umso weniger neigt es natürlich zum Schwingen, ja, wie das Blatt hier, und umso weniger hat es das Problem, dass Hitze es dazu bringt, schneller weich zu werden natürlich auch. Und deswegen ist es auch so, dass die Akkublätter durchaus auch ein bisschen preisintensiver sind, auch weil hier erstens mehr Entwicklungsaufwand drin steckt, um trotzdem einen wunderschönen geraden Schnitt hinzubekommen und natürlich auch etwas höhere Produktionskosten. Ja. Also das nur mal als Hinweis, das heißt, wenn du eine Akkusäge benutzt, dann wirst du wahrscheinlich eher ein dünneres Blatt benutzen, wohingegen, wenn du normale Säge hast mit Kabel, wirst du durchaus ein dickeres Blatt benutzen. Wenn wir das jetzt haben, kommen wir jetzt aber eigentlich zum Wesentlichen. Wie viele Zähne braucht so ein Blatt eigentlich? Und was bestimmt eigentlich, wie viele Zähne du brauchst? Das ist eine fast schon philosophische Frage, weil man sie nicht einfach so beantworten kann, sondern einfach nur mit "Es kommt drauf an". Wir fangen jetzt einmal an und bleiben immer bei derselben Blattgröße. Also erst einmal haben wir jetzt hier meinetwegen so ein Blatt mit recht wenig Zähnen. Ja? Und so ein Blatt nimmst du für Längsschnitte. Ich habe übrigens schon mal ein Video gemacht zum Thema, welches Blatt für längs und für quer. Und da habe ich das wirklich ultra detailliert nochmal erklärt. Das findest du hier oben, verlinke ich dir mal. Guck da am besten einfach mal rein. Aber jetzt nochmal in Kurzform, das hier ist ein Blatt für Längsschnitte. Weil, wenn wir jetzt mal uns überlegen, wir haben jetzt hier vor uns das Stück Holz liegen, so liegt das Stück Holz und die Faserrichtung geht auch in deine Richtung. Also hier gehen die Fasern lang. Dann ist es so, dass du so ein Blatt, oder allgemein ein Blatt nimmst mit wenig Zähnen. Ja? Zur Größe kommen wir gleich nochmal. Mit wenig Zähnen. Aber warum? Das ist ganz einfach so, dass die Fasern in diese Richtung laufen und das Blatt, jetzt in dem Fall hier, so sich hier dann durchkämpft durch die Fasern und nimmt die Fasern auf und das Blatt braucht einen Raum, um die Fasern aufzunehmen und abzutransportieren. Und hier ist es natürlich so, dass man sehr lange Fasern und langkettige Fasern auch erzeugt, die irgendwo bleiben müssen. Und deswegen brauchst du einen recht großen Spanraum hier. Ergo, du brauchst so ein Blatt, gehst durch das Material durch und sie graben sich dann durch das Holz und das, was abtransportiert wird, so ein bisschen wie beim Schaufelradbagger. Im Grunde ist das eigentlich auch nicht so viel was anderes. Der Schaufelradbagger braucht einfach eine sehr große Schaufel, um das abzutransportieren. Hier in dem Fall einen großen Raum für Längsschnitte. Wenn du jetzt aber Längsschnitte betrachtest, ist es in der Regel so, du wirst auch kaum Ausrisse haben. Es kommt auch nochmal auf die Zahngeometrie an, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber bei Längsschnitten ist das Thema Ausriss eigentlich in der Regel kein großes Thema, weil du gehst ins Holz rein, deine Faser geht sowieso hier lang, so dann taucht so der Bagger hier ein. Was hier ist, das interessiert die Faser, das Holz nicht, nimmt die Faser weg und transportiert die ab und so weiter und so fort. Du hast hier trotzdem eine super saubere Kante, auch mit wenig und auch mit einem sehr flachen Zahn, aber zum Thema flache Zähne, Trapezzähne und so weiter kommen wir gleich noch. Wenn wir jetzt das Holz aber uns umdrehen, jetzt liegt das Holz hier so lang und wir wollen es hier abschneiden, ist es so, dass die Fasern in diese Richtung laufen und wir keine großen Abschnitte haben, sondern eher so kleine Faserreste. Dementsprechend ist es so, dass die Fasern aber, wenn ich jetzt, hier läuft die Faser und ich bagger hier so lang, dann passiert Folgendes, die reißen eher ab, die gehen in irgendeine Richtung und stehen dann nach rechts, links, oben, unten und du hast Ausrisse.
ja, wenn du mit einem großen, groben Blatt arbeitest. Wenn jetzt, und dann kommt natürlich Zahngeometrie und so weiter, da kommen wir gleich noch dazu. Aber erst einmal ist es so, dass du bei einem Längsschnitt ja, ein Blatt eher nimmst mit relativ vielen Zähnen, gehst durchs Material durch, musst nicht ganz so viel abtransportieren an der Stelle, weil es ja auch eher kleine Fasern, kleinere Ausrisse sind, die hier reingenommen werden, werden abtransportiert, gehst durch. Aber durch die große Anzahl an und die andere Form auch der Zähne, ist es so, dass du hier dann einen ausrissfreieren Schnitt hinbekommst bis zu einem komplett ausrissfreien Schnitt. Dementsprechend ist es so, dass du ergo für längs so etwas benutzt und für quer so etwas. Jetzt natürlich die Frage, welches Sägeblatt nimmst du denn oder welches Blatt nimmst du denn, wenn du nur ein Blatt kaufen willst und nur ein Blatt hast? Kommt eigentlich nicht drauf an, sondern dann nimmst du so einen Mischmasch aus beidem. Ja? Deswegen ist immer die Frage, wenn du ordentlich arbeitest, dann kaufst du dir mindestens 2 Blätter für deine Maschine. Ja? Immer eins für längs, eins für quer. Und dann kommen noch die Sonderformen, zu denen kommen wir noch, beschichtete Platten und so weiter und so fort. Wenn du mit normalem Echtholz arbeitest, brauchst du einmal längs, einmal quer. Oder du hast so ein Blatt, ich glaube, so eins haben wir hier jetzt gerade gar nicht. Ja, das hier auch nicht, nee. Also es gibt Zähne, die so in der Mitte liegen hiervon, die so nicht viel, nicht wenig Zähne haben. Das hier sind, glaube ich, 20, sagen wir mal so um die vielleicht so 30, 35 Zähne. Irgendwo so um den Dreh hast du dann und kommst dann da mit beidem so halbwegs klar. Aber du wirst weder das eine ausrissfrei noch das andere mit schnellem Vorschub richtig gut hinbekommen. Bevor wir das Thema Zahnanzahl verlassen, noch ein wichtiger Hinweis. Das gilt natürlich nicht universell. Wenn du jetzt so ein großes Blatt hast, wie das hier zum Beispiel, dann sind 30, 40 Zähne immer noch relativ wenig. Also hier zum Beispiel mit 30 Zähnen würdest du wunderbar einen schönen Längsschnitt hinbekommen. Das ist natürlich eher für Querschnitte wiederum geeignet. Ja? Ich glaube, das hier ist sogar ein Spezialblatt. Nee, das ist genau wunderbar hier ein Querschnittblatt. Ergo, du musst immer darauf achten, wie groß ist dein Blatt. Ja? Wenn du ein sehr kleines Blatt hast, dann brauchst du natürlich viel weniger Zähne, je nach Anwendung, und beim großen umso mehr, also im Verhältnis. Ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? Ja? Schreib es gerne mal unten in die Kommentare. Jetzt haben wir erstmal die Basics gesetzt. Ja? Viele von euch werden genau das schon kennen, aber jetzt wird es eigentlich ruhig hier. Jetzt wird es eigentlich wirklich interessant. Übrigens bei solchen Sachen, die Dinger sind scharf, ja? Also passt bitte beim Handling auf, trag gegebenenfalls auch Handschuhe. Aber jetzt wird es eigentlich wirklich interessant, denn jetzt kommen wir zu Dingen, die viele gar nicht so auf dem Schirm haben, die aber auf den Sägeblättern immer draufstehen. Aber was bedeutet das eigentlich? Das hier ist jetzt ein Zahn. Ja, okay, das ist ein Stück Holz, aber das hier symbolisiert jetzt einen Zahn. Und hier an diesem Zahn haben wir 2 Winkel. Und zwar hier oben den Freiwinkel, und das hier ist der Spanwinkel. Also vielleicht für euch, wir haben jetzt hier meinetwegen hier den Zahnrücken, da ist das Ganze aufgelötet und so, jetzt kämpft sich das Ganze und baggert sich so hier so durchs Holz durch, bagger und geht durch die Holzfasern durch. Ja? Und hier oben der Freiwinkel und hier der Zahnwinkel bestimmen sehr, sehr viel von deinem Sägeblatt. Und zwar ist es so, wenn wir jetzt mal erstmal hier das hier oben betrachten, der Freiwinkel, je steiler ich das Ganze stelle, ja, also erstmal nur diesen Winkel hier habe, nicht gleich das Ganze, sondern nur diesen Winkel hier habe, umso aggressiver geht er auch durchs Holz. Aber auch umso mehr nutzt sich diese Spitze, weil das hier oben, das ganz kleine Stück hier oben, ist ja das, was am meisten benutzt wird und am meisten auch im Holz halt wirklich seine Arbeit verleistet. Und je steiler das drin steht, umso mehr nutzt sich das auch ab. Aber auch umso aggressiver kann das durchs Holz durch. In Verbindung mit dem Spanwinkel. Denn wenn wir jetzt mal hier für euch das hier mal ganz gerade stellen. Übrigens hier oben haben wir so einen Winkel, in der Regel beim Freiwinkel so zwischen 15 und 17 Grad. Das ist so der Standard. Wir haben jetzt mal alle angeschaut. Bis auf Spezialblätter ist eigentlich alles so zwischen 15 bis 17 Grad so etwa. So, jetzt haben wir hier den Spanwinkel. Jetzt setzen wir das mal exakt auf 0 Grad. Jetzt gibt es einen positiven Spanwinkel und einen negativen Spanwinkel. Jetzt hier 0, positiv, negativ. Das fragt ihr euch jetzt, Mann Sebastian, jetzt hör doch mal auf. Ja? Jetzt haben wir so viel hier erklärt, warum jetzt auch noch das? Das ist aber wirklich sehr, sehr wichtig, weil je mehr wir hier für euch das hier nach vorne kippen, umso aggressiver wird das Sägeblatt. Also umso aggressiver haut er in das Holz rein. Also wenn ihr euch mal vorstellt, das hier ist das Sägeblatt, ja, und das Ganze ist so gekippt, dann wird es natürlich noch viel eher ins Material reinschlagen und viel mehr auch für Vortrieb sorgen und viel mehr auch Material abtragen, als wenn wir das jetzt meinetwegen mal, ich übertreibe jetzt mal nach hinten kippen. Ja. So, also wir kippen das jetzt mal nach vorne.
werden dann Folgendes haben. Wir haben ein aggressiveres Sägebild, also ein aggressiveres Vorkommen, einen aggressiven Vorschub und werden schneller arbeiten können, je mehr wir es nach vorne drücken. So. Aber was macht das Ganze auch? Das Ganze wird auch dafür sorgen, dass eigentlich, wenn du das jetzt mal so vorstellst, dass das Ganze auch etwas wieder nach oben gezogen wird, dass das Material auch wieder ein bisschen nach oben zurückgedrückt wird oder zu dir rangezogen wird. Ja? Also, also wenn du das mal so vorstellst, so hier, kannst du natürlich vorstellen, wenn das aggressiv nach vorne steht, dass das Material so in diese Richtung wieder gezogen wird oder sogar fast schon einen Teil nach oben. Wohingegen, wenn du es in die andere Richtung tust, dann kratzt das eher am Holz. Ja, also kratzt in Gänsefüßchen. Ja, natürlich sägt das schon noch ordentlich, aber wenn du jetzt einen negativen Winkel nimmst, dann ist es so, dass es nicht so aggressiv in das Holz reinkommt, sondern es ist etwas sanfter, so kann man das sagen. Es ist sanfter im Vortrieb, wird eher auch dafür sorgen, dass es nach unten gedrückt wird, ja, das Material nach unten gedrückt wird. Deswegen ist es zum Beispiel bei Kappsägen so, dass du meistens einen eigentlich immer negativen Zahnwinkel hast, sodass das Ganze eher nach unten in Richtung Säge gedrückt wird und nicht in deine Richtung kommt. Oder hast du schon mal erlebt, dass bei einer Kappsäge dir das Ganze entgegenkommt? Ich glaube nicht, außer du hast es falsch benutzt. Das ist eine andere Sache, aber du verstehst jetzt hoffentlich, was ich meine. Das heißt also, für dich am ehesten wichtig ist das hier, ja, nämlich der Spanwinkel, das Ganze positiv, aggressiv nach vorne oder negativ. Kommen wir zum nächsten Thema und das ist die Zahnform. Und schau auf jeden Fall dir das Video wirklich bis zum Ende an, weil dann wird dir, glaube ich, mehr klar, welches Blatt du wofür benutzt und warum ist das eine Blatt vielleicht auch schneller stumpf als das andere und so weiter und so fort. Aber fangen wir mal an. Kommen wir zur ersten, einfachsten Form, der Flachzahn. Ganz einfache geometrische Form, sieht aus wie ein Rechteck auf dem Stiel. Das ist quasi das Blatt. Also wir haben wirklich eine rechteckige Form und das ist einfach etwas, um freizuräumen, um loszulegen, um ein absolut auch planes Bild zu erzeugen, wenn du zum Beispiel eine Nut erzeugst. Also das ist übrigens nochmal ganz wichtig, wenn du eine Nut in ein Stück Holz mit einem solchen Blatt machen möchtest, du möchtest einen sauberen Grund haben, den du nicht nacharbeiten möchtest, warum auch immer, ja, dann geht das nur mit einem Flachzahn. Alle anderen werden keinen homogenen Grund erzeugen. Du wirst auch gleich sehen, warum. Jedenfalls ein Flachzahn findest du in der Regel nur entweder bei so einem Blatt wie dem hier, ja, bei einem Blatt mit recht wenig Zähnen für einen Längsschnitt oder in Kombinationsblättern, ja, wo du zum Beispiel einen Trapezzahn, Flachzahn hast und so weiter, aber kommen wir gleich dazu. So ein Flachzahn ist etwas, weißt du hast ein gerades Stück, baggerst da vor dich hin und das baggert und haut raus und schmeißt das Ganze hinten und wieder raus. Dafür ist das Ganze da. Dann gibt es den Schrägzahn. Das heißt, du hast einen Zahn, ja, der schräg abfällt, ja, in der Regel irgendwo so um die 10 Grad fällt der ab. Und dann hast du einen Zahn, der rechts abfällt und einen Zahn, der links abfällt. Das nennt man auch Wechselzahn. Das heißt, du hast immer einen Zahn rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Was ist der Vorteil dessen? Der Vorteil ist folgendes, und zwar, du hast viel weniger Ausrisse. Ja, das kann man auch gut mal ausprobieren, wenn du ein Stück Holz hast, du hast eine Kappsäge mit einem Wechselzahn, Standard, und gehst nur ganz leicht aufs Material drauf. Dann wirst du sehen, wenn du ganz leicht drauf gehst, dass du einfach 2 so eine Rillen auf deinem Holz drauf hast. Und erst wenn du wirklich eintauchst, musst vorsichtig sein, aber wenn du richtig eintauchst, dann nimmt er das auch weg. Der Vorteil davon ist, wenn du immer rechts, links hast, er ritzt das Holz an und du wirst viel weniger Ausrisse erzeugen. Ja? Wieder rechts, links, ausritzen und so weiter. Und erst wenn du ruhig tiefer gehst, dann nimmt er auch die gesamte Zahnfläche und durchtrennt das Holz. Der Vorteil ist erstens, dass du immer einen rechten und einen linken Zahn belastest. Ja? Das ist auch ein Stück weit entlastend für das Sägeblatt und natürlich ein viel ausrissfreieres Blatt. Bei Querschnitten, ja, bei Querschnittsblättern wie dem hier ist das der absolute Standard. Und das kannst du übrigens auch schön sehen, wenn du so auf das Blatt drauf guckst, dann siehst du auch, dass das immer, wenn du das vor dich hin drehst, so wie hier, dann siehst du, man kippt das mal hin, klick, 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 klick. Sieht eigentlich richtig schön aus. Probier das einfach mal aus mit den Blättern, die du zu Hause hast. Jetzt fangen wir mal an, in die Kombination zu gehen. Wir haben jetzt hier unser Zahn nochmal und wir hatten den Winkel, ja, den Spanwinkel hier. Und wenn wir jetzt mal auf neutral stellen und nicht aggressiv nach vorne, sondern auf neutral und einen Wechselzahn nehmen, dann haben wir ein schönes, ausrissfreies Bild. Wenn wir das jetzt sogar noch ganz leicht nach hinten kippen, wie zum Beispiel jetzt bei dem Blatt hier, ist 5 Grad nach hinten, der Spanwinkel nach hinten gekippt, dann hast du ein unwahrscheinlich schönes Bild, einen unwahrscheinlich schönen Schnitt
und sehr, sehr wenig Ausrisse. Kommen wir zur nächsten Zahnform und das ist der Hohlzahn. Der ist so leicht nach oben gebogen quasi, als wenn er so zwei kleine Hörnchen hier oben hat. Der Vorteil dessen ist folgendes. Und zwar, wenn du dir das vorstellst, dass das ins Material eintaucht. Wir reden ja hier von Tausenden von Umdrehungen. Das heißt wirklich, so ein Zahn hat die Möglichkeit auch wirklich erst nur mit der Spitze anzukommen, ja, und dann weiter zu marschieren und dann hast du dahinter einen zweiten Zahn. Aber erstmal zum Hohlzahn. Diese kleinen Spitzen, ja, die ritzen das Material vor und dann kommt dahinter der nächste Zahn. Das ist in der Regel ein Flachzahn, um das Ganze dann rauszuschaben und den Rest wegzunehmen. Hört sich das erstmal super an, aber wozu nehme ich das eigentlich? Also für einfaches Holz brauchst du das auf keinen Fall. Dafür nimmst du halt Wechselzahn oder Ähnliches, sondern du machst Folgendes: Sowas nimmst du für beschichtete Oberfläche, für CPL, HPL oder furniertes Holz. Dort ist es so, dass du eine sehr empfindliche Oberfläche hast. Du kennst das bestimmt. Du nimmst eine HPL-Oberfläche, schneidest es mit irgendeinem Blatt und du hast die ganze Zeit an der Seite Ausrisse. Das sieht aus wie so ein Sägezahn hinterher. Das Holz ist schön, aber die Oberfläche, das ist überhaupt nicht mehr schön. Und das verhinderst du mit solchen wirklich kompletten Spezialblättern wie diese. Das heißt, wenn du so ein Blatt hast mit dieser Form, die kleinen Hörnchen hier oben hat, dann ist es so, dass sie vorgeritzt werden und nur noch der Flachzahn räumt es dann nur noch ganz vorsichtig vorsichtig aus, dass du eine wunderbar gerade, ausrissfreie Fläche hast. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass diese Blätter wirklich enorm schnell sich abnutzen und strapaziert werden. Das sind vielleicht 50, 100 oder 150 Meter, die du damit wirklich absolut sauber arbeiten kannst. Und dann fangen die schon an, sich so langsam auch abzunutzen. Natürlich je nach Größe des Blattes. Ja? Je kleiner das Blatt ist, umso weniger Meter wirst du auch schaffen. Aber das sind Blätter, die wirklich Spezialanwendungen sind. Und ich muss sagen, die sind auch entsprechend teuer, weil du sie häufig entweder neu kaufen musst oder schärfen musst. Und da musst du genau wissen, ob du es brauchst oder nicht. Jetzt habe ich dir gerade gesagt, das Ganze nutzt sich enorm schnell ab. Und weil es dafür eine Lösung braucht, um irgendwo so einen Zwischenweg zu haben, um trotzdem noch sehr gut durch dieses Material zu kommen, also zum Beispiel durch HPL durchzukommen, hat man sich hier noch eine weitere Zahnform, ich habe schon das Gefühl, ich rede hier von der Zahnfee. Nein, eine weitere Zahnform hat man sich ausgedacht, und zwar einen Trapezzahn. Das ist so, dass das Ganze abgeflacht ist an der Seite. Du hast dann auch wieder zwei verschiedene Zähne, und zwar einen Trapezzahn, einen Flachzahn, Trapezzahn, Flachzahn und so weiter. Das Ganze im Wechsel. Wie zum Beispiel hier bei dem Blatt. Und da ist es so, dass du natürlich eine viel höhere Standzeit hinbekommst und trotzdem noch sehr genau arbeiten kannst. Jetzt haben wir die wesentlichen Sachen, würde ich jetzt mal einmal durchgenommen. Ich hoffe, dass noch viele von euch dabei sind, denn es ist wirklich wichtig, das alles mal einmal zu verstehen. Ich hoffe, es war verständlich hier mit meinen kleinen Zähnchen, ja? Dem Freiwinkel, Spanwinkel und so weiter. Denn wenn du es einmal durchdrungen hast, dann werden dir viele Dinge klar. Zum Beispiel hatten wir eben dieses Blatt hier, was speziell für HPL, also zum Beispiel auch für Laminat geeignet ist. Da haben wir kurz drüber gesprochen. Und jetzt stellt euch mal Folgendes vor. Dieses Blatt und HPL ist wirklich ein relativ hartes Material auch und was spezielle Eigenschaften hat. Und so ein Material macht Blätter stumpf. Und jetzt stellt euch mal einen Wechselzahn vor, ja, wie das hier. Ja, das hier war, glaube ich, Wechselzahn. Ausgerechnet, das ist natürlich wieder kein Wechselzahn. Aber nehmen wir mal das hier, dass ich auch nicht das Falsche in der Hand hatte, nämlich hier Wechselzahn. Jetzt haben wir ein Wechselzahnblatt. Stellt euch mal vor, damit pflügt ihr durch Laminat durch. Ja? Dann habt ihr Folgendes. Hier ist es ja über Wechselzahn, dass auch nur jeweils der obere Punkt, die Spitze, erst einmal das Material reingeht und das weiter unten viel weniger belastet wird. Das heißt, die Spitzen müssen die ganze Zeit sich durchs Material durchkommen. Und dann, was passiert? Dieses Blatt wird relativ schnell stumpf werden, im Gegensatz zu so einem Blatt. Und natürlich kannst du jetzt sagen, okay, ich habe jetzt ein einziges Stück Laminat, das muss ich einmal mal durchsägen oder so durchsägen, wie auch immer. Dann kannst du damit natürlich arbeiten, aber kannst du das auch so in ein Blatt mal nehmen. Aber wenn du etwas mehr, wenn du ein ganzes Zimmer mit Laminat verlegen möchtest und möchtest zum Beispiel so etwas, das Ganze sägen, es gibt auch andere Möglichkeiten, aber du weißt, was ich meine, ja? Oder du hast viele HPL-Platten, was auch immer, dann solltest du auf jeden Fall nicht mit so einem Blatt unterwegs sein, sondern eher mit so einem Blatt nehmen. Genauso solltest du einfach den Zusammenhang verstehen. Genauso, jetzt stellen wir uns mal den Hardcore-Fall vor. Du nimmst dieses Blatt, ja, das hier ist ein Blatt für Querschnitte, ja, und zwar ist es noch zusätzlich ein Akkublatt.
Wenn du jetzt Folgendes machst, du nimmst dieses Blatt und machst in Vollholz einen Längsschnitt. Das geht nicht. Das ist quasi nicht möglich. Das wird genau eine Sache passieren. Nummer 1, das Holz wird dir anbrennen. Nummer 2, das Blatt wird dir abhauen in die eine oder andere Richtung. Oder es wird schief, krumm, das wird nicht gut ausgehen. Also das Blatt wird nicht zerfasern, sage ich jetzt mal, aber es wird wirklich, du wirst es, man kann das wirklich provozieren, dass du mit so einem Blatt dann auf einmal gehst du quer, schräg, irgendwo hin, irgendwie was. Das funktioniert mit solchen Blättern einfach nicht. Ja? Das heißt nicht, dass das ein schlechtes Blatt ist, weil da wird häufig gesagt, ja, das Blatt taucht doch nichts, dann muss ich was anderes nehmen, dann nehme ich jetzt hier den und den Hersteller. Nee. Es liegt wirklich viel und sehr, sehr viel daran, dass die Anwender es einfach falsch benutzen. Und deswegen überleg dir immer, was für einen Schnitt hast du jetzt gerade und welches Blatt nehme ich denn dafür? Und auch was habe ich gerade vor mir? Jetzt musst du noch eine Sache bedenken, natürlich ist das Thema Vorschub, auch deine eigene Kraft, wie gehst du mit der Maschine um, auch nochmal entscheidend. Du kannst jetzt mit jedem Blatt hier auch eine Fehlbedienung haben, indem du brachial das Ganze nach vorne treibst oder bei der Kapsel jetzt einfach runterschlägst. Das mag kein Blatt, sondern du musst natürlich auch mal mit einem richtigen Vorschub arbeiten. Jetzt natürlich kommt jetzt die Frage, was ist der richtige Vorschub? Das merkst du eigentlich beim Arbeiten. Ja? Wenn das Ganze sich geschmeidig und sanft anfühlt, ja? Eigentlich merkt man das beim Arbeiten. Wenn du nicht gegen einen harten Widerstand gegenarbeitest, dann wirst du schon alles richtig machen. Aber wenn du merkst, dass es immer schwerer wird und schwerer und schwerer und schwerer, dann ist das Blatt scharf, überleg, ob du das richtige Blatt hast oder ob du vielleicht das falsche Blatt für das falsche Material jetzt gerade benutzt. Es gibt übrigens noch einen Hinweis, der mir gerade eingefallen ist, und zwar gibt es noch so eine Sonderformen bei den Blättern, wie zum Beispiel das hier. Das hier ist ein Blatt für, ich sag mal Multimaterial. Eigentlich ist das für Holz, aber wenn bei dem Holz mal ein Nagel drin ist, dann verzeiht dieses Blatt das auch. Aber auch das hier ist wieder eine spezielle Form. Das ist ein, wie nennt man das, abgeflachter Flachzahn. Weil eigentlich haben wir hier einen Flachzahn, das aber an einer Seite so ein bisschen so eine leichte Trapezform hat. Also es gibt noch viele Sonderformen. Es gibt zum Beispiel auch sowas hier für Hartfaserplatten, das sind noch weniger Zähne und so weiter und so fort. Das sind nochmal Spezialthemen, die ich dir übrigens auch unten in der Videobeschreibung auch nochmal verlinke. Da siehst du nochmal eine breite Auswahl an Blättern für verschiedene Anwendungszwecke. Übrigens gibt es auch wunderschöne Multiblätter, mit denen du zum Beispiel Aluminium und Holz schneiden kannst. Gerade auf meiner Kappsäge zum Beispiel habe ich das, weil ich öfter mal beide Materialien, mal das eine, mal das andere säge und das alles mit demselben Sägeblatt. Das geht auch, aber dafür musst du das richtige Blatt nehmen. Und du musst jetzt nicht unbedingt wissen, ich habe jetzt diese Holzart und ich habe noch das und das möchte ich jetzt so und so sägen. Das ist gar nicht so wichtig. Achte einfach drauf, wenn du ein bestimmtes Blatt kaufst, wofür ist es denn eigentlich gedacht? Weil es steht immer dabei. Ja? Hier bei dem zum Beispiel wird dabei stehen Holz. Das ist ein ganz normales Blatt, wirklich für Holz. Aber hier, obwohl es fast gleich aussieht, für dich aus der Entfernung wird das wahrscheinlich fast gleich aussehen, ein paar mehr Zähne, aber ansonsten wirst du es nicht groß sehen. Aber auf den Blättern steht das in der Regel auch schon drauf. Nämlich hier siehst du drauf, das Ganze ist ein Trapezzahn, dahinter ist ein Flachzahn. Der Spanwinkel sind hier in dem Fall -3% und so weiter und so fort. Wenn du das aber nicht alles gemerkt hast, wirst du bei der Erklärung des Blattes dabei stehen haben, wofür es gedacht ist. Das Wesentliche ist, die Zahnanzahl sollte passen, ja, der Vorschub sollte nicht zu groß sein und nutze es für das richtige Blatt für das richtige Material. Heieiei, das war eine ganze Menge Informationen. Ich hoffe, ich habe jetzt wirklich alles, was ich euch erzählen wollte, euch erzählt. Schreibt bitte mal unten in die Kommentare, was ich alles noch vergessen habe, ob wir noch mehr dazu machen sollen. Wir könnten jetzt zum Beispiel auch bei Stichsägeblättern weitermachen und so weiter und so fort. Karbidbesetzte Stichsägeblätter oder nicht Karbid. Oder, da gibt es so viel auch noch, was wir erzählen können. Insofern würde ich jetzt sagen, reicht für heute. Ran ans Werkzeug oder ran an den Zahn und bis zum nächsten Mal.